Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Ich habe heute wahrscheinlich die letzten oder vorletzten Erdbeeren dieses Jahr geholt. Also selbst pflücken ging schon gar nicht mehr. Ja, irgendwie ist Erdbeersaison jetzt doch relativ schnell vorbeigegangen. Macht mich ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Mir wurde ja letzte Woche gesagt, dass ich keine Festanstellung im Restaurant kriegen werde, weshalb ich da jetzt weiter auf Aushilfsbasis arbeite und mich parallel weiter auf andere Teilzeitjobs bewerbe. Ich hatte ja auch angedeutet, dass ich da noch was so in der Hinterhand habe. Da hatte ich auch ein kurzes Telefonat die Tage. Allerdings hat sich dann rausgestellt, dass die aktuell auch nur Aushilfen noch einstellen können. Aber das könnte sich so um September rum ändern, wo ich erstmal so dachte, September, das ist doch noch ewig weit weg, bis mir dann mal aufgefallen ist, dass das schon in 2 Monaten ist. Ich behalte es auf jeden Fall im Hinterkopf, aber wie ich ja gerade erst wieder gelernt habe, auf irgendwelche mündlichen Absprachen oder so sollte man sich nicht verlassen, weshalb ich natürlich trotzdem parallel weitersuche. Und natürlich halte ich euch da auch weiterhin auf dem Laufenden. Ich bin ja ein großer Fan von Haferflocken. Gute Ballaststoffe und kann man auch vielseitig zubereiten, wenn man nicht so faul ist wie ich und nicht mal Lust hat, die einfachsten neuen Rezepte auszuprobieren. Deshalb freue ich mich umso mehr über meine Kooperation mit Free Bears. Kennt ihr vielleicht schon aus dem Supermarkt? Die haben auch einen Online-Shop und wirklich eine sehr große Auswahl an fancy Haferflockenprodukte, also alle möglichen Arten von Granola, Porridge, Overnight Oats. Und mit dem Code MelanieW12 könnt ihr da 12% Rabatt aufs komplette Sortiment bekommen. Der Code steht auch nochmal in der Videobeschreibung und da ist auch direkt ein Link zum Free Bears Shop. Da ich ja, wie gesagt, gerade relativ viel Overnight Oats esse, macht es natürlich Sinn, dass ich mir das Overnight Oats Set bestellt habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns die verschiedenen Sorten mal zusammen an. Da hätten wir Eiskaffee, Bananensplit, edle Erdbeere, Kokos Kakao, goldene Mango, Haselnusskakao, Kokos-Himbeere und so einen Protein-Haferriegel habe ich mir auch noch gegönnt. Ich werde jetzt hier den Riegel snacken, so als kleinen Energieboost vor der Arbeit. Ja, sieht aus wie so ein ganz normaler Haferriegel. Schmeckt tatsächlich so, wie ich es auch erwartet hatte. Überraschung nach Haferflocken und Peanuts. Ich finde es lecker.
Natürlich habe ich vergessen, mir gestern noch meine Overnight Oats zu machen. Es war auch eine recht anstrengende Schicht, also es war Samstagabend. Wetter gerade ist ja super angenehm, dementsprechend war auch viel los. Ich war auch gar nicht mal so spät zu Hause. Also ich glaube, im Bett war ich dann so gegen 1. Ja, aufgewacht bin ich dann wieder so um 6. Und ich habe es echt versucht, aber ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Ich bin jetzt nicht müde, aber ich habe die ganze Zeit so dumpfe Kopfschmerzen. Also wahrscheinlich werde ich irgendwann heute Nachmittag auch noch mal eine Runde nappen. Heute ist so der perfekte Zuhausebleib-Sonntag. Also es ist vergleichsweise kühl und bewölkt und zwischendrin hat es auch immer mal geregnet. Ich feiere es gerade einfach komplett. Und dachte, es ist der perfekte Tag, um endlich mal meine Wohnung zu putzen, weil das war nämlich bitter nötig. Ich bin jetzt auch fast fertig, nur das Bad muss ich noch machen. Der Raum, den ich am wenigsten gern putze, aber gut. Die Aussicht danach fertig zu sein, motiviert mich dann wieder. Ich merke auch immer, dass es hilft, wenn ich dann erstmal Ordnung in meinem Umfeld schaffe. Ich habe jetzt auch die letzte Zeit wieder gemerkt, dass mir wirklich Struktur fehlt, also dass ich da echt noch dran arbeiten muss, so in meinem Alltag, was natürlich schwierig ist, wenn man einerseits selbstständig arbeitet und gerade vloggen, das kannst du ja jetzt nicht so konkret einplanen, sondern du vloggst halt, wenn du irgendwas tust. Und dann halt noch der Restaurantjob, wo ich ja auch immer an unterschiedlichen Tagen arbeite und auch immer erst relativ kurzfristig erfahre, wann und um wie viel Uhr. Was ja aber auch Vorteile hat, also dadurch, dass ich mir meine verfügbaren Tage quasi raussuchen kann. Aber trotzdem will ich versuchen, zumindest da, wo es geht, so eine gewisse Routine reinzubringen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, beim Krafttraining bin ich ja komplett raus. Hatte natürlich auch mehrere Gründe. Zuerst diese Unterleibsschmerzen, dann die extreme Hitze und dann habe ich ja generell gerade durch den Job auch viel mehr Bewegung noch. Aber das sind natürlich alles irgendwo auch so ein bisschen Ausreden. Also ich will schon versuchen, das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Bisher habe ich es immer relativ flexibel gehalten, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich wirklich sage, das sind jetzt meine 2 festen Wochentagen, an denen ich ins Gym gehe und daran wird auch nicht gerüttelt. Außer ich mache jetzt mal einen Kurztrip oder habe sonst irgendeine Sache, die sich nicht verschieben lässt. Was ich jetzt im Juni auch gemacht habe, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich wirklich meine kompletten Einnahmen und Ausgaben getrackt habe. Ich hatte das schon super oft angefangen, aber dann nach ein paar Tagen wieder aufgegeben, weil ich zu faul war, jetzt so jede kleine Ausgabe dann zu notieren. Aber ja, jetzt im Juni habe ich es durchgezogen. Hab da jetzt auch so ein bisschen einen Überblick, wie viel Geld ich tatsächlich ausgebe, wo vielleicht noch Punkte sind, wo man gegebenenfalls was einsparen kann. Tatsächlich bin ich positiv überrascht, dass meine Ausgaben jetzt nicht wirklich über dem lagen, was ich vorher so ein bisschen vermutet habe. Es hätte ja auch sein können, dass meine tatsächlichen Ausgaben dann irgendwie 500 € über meinen Schätzungen liegen, aber so ist es zum Glück nicht. Also es war jetzt schon in Ordnung alles. Wo ich auch wieder ein bisschen Probleme beim Durchziehen habe, ist Instagram. Also ich hatte jetzt ein paar Tage lang wirklich jeden Tag so einen Beitrag hochgeladen. Es war nicht wirklich viel Zeitaufwand, das zu machen und ich habe mich halt so ein bisschen daran orientiert, was für Beiträge ich persönlich mir zum Beispiel angucken würde. Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses regelmäßige Hochladen mich halt auch wieder total zum Doomscrolling verleitet. Und dass daran das Schlimme wieder ist, dass ich dadurch auch wieder in diesen Vergleichen lande. Das habe ich bei YouTube zum Beispiel nicht, weil da gucke ich mir gezielt Videos an, aber wenn ich in Instagram durchscrolle und dann habe ich direkt wieder das Gefühl, ich bin irgendwie minderwertig. Deshalb muss ich mir das mit Instagram jetzt nochmal überlegen, ob das wirklich mein Ding ist oder ob ich sage, ich poste einfach mal ab und zu einen Schnappschuss oder so, aber schau halt, dass ich jetzt nicht täglich auf der Plattform unterwegs bin. Ich habe dann auch überlegt, dass ich vielleicht nicht immer alle meine neuen Projekte in meinen Videos schon ankündigen sollte, weil es mir dann echt ein bisschen unangenehm ist, ein paar Tage später wieder zu sagen, oh, ich mache das jetzt doch nicht, aber gut. Am Ende muss man halt ausprobieren, was für einen funktioniert und was nicht.
Ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass ich mich erkälte. Ich bin nämlich heute Morgen erstmal mit leichten Halsschmerzen aufgewacht und es ist zwar mittlerweile ein bisschen besser, aber so ein leichtes Kratzen und so ein bisschen schleimig ist es immer noch. Ich habe jetzt versucht, den Tag über viel zu trinken und auch so Halstee. Erkältung könnte ich jetzt gerade nicht so gut gebrauchen, aber gut, wann kann man schon eine Erkältung gebrauchen? Okay, ich glaube, das mit der Paprika wird nichts. Trotzdem werde ich demnächst mit dem Fahrrad nach Darmstadt fahren, weil wir nämlich heute aufs Heinerfest gehen. Das Heinerfest ist eins von Deutschlands größten Innenstadtfesten. Es ist im Endeffekt eine Kirmes, Messe, wie auch immer man es nennen will. Ich war schon ewig nicht mehr auf dem Heinerfest. Also entweder war ich die letzten Jahre nicht in Darmstadt zu der Zeit oder es hat mich einfach nicht gereizt. Aber dieses Jahr dachte ich, wäre doch irgendwie nett, da mal hinzugehen, vielleicht 1 oder 2 Fahrgeschäfte zu fahren. Weil wir uns erst relativ spät treffen, mache ich mir jetzt hier noch was zum Abendessen. Weil ich mal wieder ein bisschen verpeilt und nicht gut vorbereitet bin, werden das jetzt einfach mal wieder Nudeln mit Pesto sein. Vielleicht, um diese Instagram-Geschichte nochmal abzuschließen. Ich habe beschlossen, jetzt doch wieder auf meinem ursprünglichen Account zu posten. Es ist zwar quasi mein privater Account, aber da ich Insta privat eigentlich nicht nutze, kann ich den genauso gut in meinen Business-Account umtransformieren und habe da wenigstens schon so eine kleine Follower-Base und muss nicht wieder bei Null anfangen. Also es bleibt wie gehabt. Mein Instagram ist Melanie_Würsig. Ich krieg's einfach nicht hin, gleichzeitig zu reden und irgendwas zu tun. Morgen werde ich dann vielleicht einfach einen ruhigeren Tag machen. Eigentlich wollte ich in meine Gym-Routine starten, aber jetzt denke ich mir wieder, wenn ich jetzt die ersten Erkältungsanzeichen habe, ob das so gut ist. Ja, okay. Eigentlich wollte ich mir Hähnchenbrust machen, aber die hatte ich eingefroren und dann habe ich die heute tagsüber auftauen lassen, aber habe die halt zu lange draußen liegen lassen. Und dann war die irgendwie so orange und dann dachte ich so, boah, nee.